Sie können weder singen noch tanzen, sie sind Hassobjekte und sie sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Scooter. Von Anfang an uncool, prollig und ideenlos haben Scooter trotzdem über 12 Millionen Platten verkauft und vereinen Fans auf der ganzen Welt. Trax hat Scooter jahrelang ignoriert, doch wir geben auf. So viel Stumpfsinn ist genial, ihre brachiale Renitenz verdient Respekt. Deshalb jetzt bei Trax Scooters Frontmann Hans-Peter Gerdes, besser bekannt als H.P. Baxter. Die Karriere von Scooter ist schnell erklärt. Sie nehmen einen Schlachtruf, zum Beispiel Wicked, basteln einen stumpfen Beat darum und sacken die goldenen Schallplatten ein. Seit über 12 Jahren funktioniert das perfekt und die Ideen scheinen HP nicht auszugehen. Zum Teil sind das so Eingebungen, die man hat, zum Teil irgendwelche Sachen, die man aufschnappt oder ich sammle auch immer diverse Sprüche und so. Ich habe immer da so meine Notizen und dann, je nachdem, wie es gerade auf den Track passt, hole ich die dann raus. Und dann zum Schluss überlegen wir uns halt immer noch irgendwas völlig Verrücktes, so als Abschiedsgruß, wie bei Respect to the Man in the Ice Cream Van. Das war halt verschlüsselter Gruß an KLF, die damals ja selber mit so einem Ice Cream Van durch London gefahren sind. Naja, und so sind das halt Sachen, die oft nicht jeder versteht, aber die schon meistens auch noch irgendeinen Sinn haben, doch. Anders als seine Helden KLF fährt HP nicht mit einem alten Eiswagen durch seine Wahlheimat Hamburg. Er kann zwischen mehreren britischen Flitzern wählen. 12 Millionen verkaufte Platten sorgen für volle Garagen, Kühlschränke und Geldbeutel, obwohl nicht klar ist, wer eigentlich die Platten kauft. Dieses Bohlen-Syndrom, also das so, oder auch McDonald's, alle kaufen es, keiner gibt zu oder keiner geht hin. Doch, das trifft sicherlich auch in weiten Teilen bei uns zu, weil bei den doch hohen Verkaufszahlen und wenn man dann oft so hört, hier, nee, Scooter und so, hört keiner, also das kann nicht sein. Also da muss es mehr geben, die es gut finden, als die es auch zugeben. Dabei muss sich 2006 kein Scooter-Fan mehr schämen. HPs Interpretation klassischer Gedichte werden selbst von Kennern akzeptiert. Hi Leute, hier spricht HP Baxter. Richtig, HP von Scooter. Jetzt friert ihn und er macht kehrt und geht den Weg, den er gerade gekommen ist, zurück. Scooter, ein Stück deutsche Popkultur. Jährlich drehen bis zu 1/4 Menschen zu den Klängen ihrer Helden live völlig durch. Um das zu gewährleisten, arbeiten die Jungs mit kleinen Tricks. Da haben wir dann immer eine Stunde Warm-up, wo praktisch die Band unter sich ist. Wir hören Musik auf vollster Lautstärke und stimmen uns so ein auf die Show, nehmen nochmal einen gepflegten Wodka Red Bull zu uns und dann geht's auf die Bühne. Wenn HP und seine Kollegen Rick und Jay nach einem Kontrastprogramm suchen, gehen sie in die Zoos dieser Welt. Ob in der Ukraine oder in Hamburg, kein Tierpark ist vor Scooter sicher. Hier wird aus HP wieder für einen Moment Hans-Peter, der kleine Junge aus Leer in Ostfriesland, der nur ein Ziel hatte, die Spitze der Charts. Also früher habe ich immer in Schülerbands gespielt, also auch meistens eigene Bands gehabt. Ich war Gitarrist, habe dann immer mich tierisch drüber geärgert, dass andere das nicht so ernst genommen haben wie ich. Also denen war immer Fußball oder irgendein Film im Fernsehen wichtiger und dann stand ich da alleine, wollte halt üben im Keller. Keiner kam. Da wurde mir früh klar, also so in einer Kleinstadt konnte ich meine Ziele nicht verwirklichen. In der Großstadt lebt Hans-Peter Mitte der 80er seine New Wave-Phase genüsslich aus. Extravagant tupierte Haare und sehr viel Kajal. Inzwischen hat er eine Art Mittelmaß gefunden. In einem ganz normalen Hamburger Friseursalon entsteht die Kunstfigur HP Baxter. Blondierter Igel, Augenbrauen, Piercing und ein bisschen Schminke sorgen für den gewünschten Scooter-Look.
HP ist inzwischen 40. Doch aufhören möchte er frühestens in 10 Jahren. Sicherlich führe ich auch ein Anführungsstrichen ganz normales Leben irgendwo. Denke dann auch überhaupt nicht drüber nach, dass ich nun irgendwie HP bin oder was, sondern man macht so sein Ding wie immer. Aber so dieses auf der Bühne stehen ist für mich so, ja, es macht unheimlich Spaß, man lässt Dampf ab und ist in dem Moment auch natürlich irgendwo eine andere Person. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie so ein anderer Teil aus dem tiefsten Innern der Persönlichkeit, das ist dann eben H.P. Baxter, klar. Ein bisschen Spiel mit den Rollen steckt ja bekanntlich in jedem Bühnenstar. Hans-Peter ist da keine Ausnahme, denn eigentlich findet er sich langweilig und zu wenig extrem. H.P. Baxter ist manchmal ein bisschen genervt über Hans-Peter Gerdes. Weil, klar, es gibt immer so Situationen, manchmal denkt man, eigentlich würde man gern noch durchgeknallter sein oder so, ne? Was weiß ich, wie so ein Kinski, der nur alle beschimpft, bepöbelt, beleidigt. Aber das sind so Sachen, sowas, das ist so oder ist es nicht so. Man ist nur halt so verrückt, wie man auch wirklich ist. Und aber das ist manchmal so, da denkt man dann doch, na, da ist man dann doch vielleicht wieder einen Tick zu normal. Aber es ist auch nicht also ist nicht weiter schlimm. So richtig weit weg von Kinski ist HP ja gar nicht. Sein Publikum scheint die Beschimpfungen zu lieben. Scooter Rules, das können auch wir von Trax nicht mehr verhindern. Ihr Schweine!